Hallo und herzlich willkommen auf unserem Vanpie-Kanal. Lange gab es kein Video mehr von uns, von mir. Ich war lange nicht mehr vor der Kamera. Heute bin ich zu Besuch bei Robert. Robert habe ich kennengelernt in einem Discord-Forum und da ging es um die Autothermheizung. Robert, vielen Dank, dass wir heute dein Projekt, dein Home Assist-Projekt vorzeigen können, dein Auto. Und ich würde sagen, ich grabe mal hinter die Kamera und wir erklären mal zusammen dein Auto. Du erklärst vielleicht dein Auto. Jawohl. Wir haben hier einen Ford Transit von 2016. Das ist noch das Pre-Facelift-Modell, also quasi der Vorgänger vom aktuellen. L3, H3 glaube ich. 6 Meter lang und mit dem Aufbau ist er jetzt aktuell recht genau 3 Meter hoch. Also ich habe das Auto aus Berlin geholt und es hat soweit für mich gepasst. Ich fand nur diese Schiebetür ein bisschen blöd, weil das ja schon recht ungewöhnlich ist. Aber tatsächlich ist das jetzt meine Haupteingangstür, weil naja, das Layout hat es halt so bestimmt. Also Home Assistant, wie der Name schon sagt, das kommt ja aus der Heimautomatisierung. Und das ist halt dafür gedacht, dass du das auf einem Display hast oder auf einem Handy und damit halt dein Haus und was auch immer steuern kannst. Also das bietet hier super angenehme Oberflächen, Tasten, Sensoren, Darstellungen und irgendwelche Anzeigen und sowas. Das ist halt super bequem und das lässt sich super easy zusammenschalten, eine eigene Oberfläche bauen und so. Da ich mich mit Home Assistant so ein bisschen schon auseinandergesetzt habe, weiß ich halt so ein bisschen, wie man die Informationen da reinkriegt. Und das habe ich dann genutzt. Das Vanpie Core nutzt ja zum Glück sehr viele Sensoren, die so, ich sag mal, handelsüblich sind und die sich relativ einfach auslesen lassen. Und es gibt im Internet viel Wissen dazu. Und ja, wenn man das nutzt und sich mit Home Assistant so ein bisschen auskennt, weiß, wie man die Informationen da reinkriegt, ist das wirklich sehr einfach. Das Board von PKWay ist natürlich super gut geeignet, weil es sehr viele Sensoren miteinander verbindet. Und dann ist das halt super easy, dass man das in den Home Assistant reinkriegt. Wie man sieht, ist die Tür der Seite. Hier geht man rein. Hier ist auch sofort die Kochstelle. Habe ich einst mal befestigt für den TÜV. Die wollen ja immer so eine feste Kochstelle haben. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt noch wegbaue, weil es funktioniert. Das ist eine 2000 Watt Platte und das entspricht genau der Leistung des Wechselrichters. Ich hatte einfach Lust auf das Material und da sind jetzt auch massive Platten. Ich habe mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht ums Gewicht, aber ich finde es einfach schön. Hier oben ist was Besonderes. Willst du vielleicht kurz vorgehen? Ich kann ja mal kurz reingehen. Das heißt, hier hinten schläft man, dort sind die Schränke und hier oben ist dein Bedienpanel eingebaut. Und das ist etwas sehr Besonderes, denn du hast hier ein Home Assistant am Laufen. Genau so ist es. Also es ist ein Display, was man sich so kaufen kann, tatsächlich per HDMI angeschlossen. Und hier ist die Oberfläche von einem Raspberry Pi drauf mit dem Home Assistant. Das lässt sich alles richtig schön per Touch bedienen und wir können hier Licht einschalten und Lautstärke erhöhen, Temperatursensoren überwachen, PV-Anlage und auch zum Beispiel Wasserstände und sowas. Wir können ja einmal kurz hinter die Kulissen schauen. Hier oben sieht man es. Das ist tatsächlich eine HDMI-Verbindung hier mit einem kleinen Winkel. Ein USB-C-Kabel, was komplett bis zum Raspberry runter geht und ein Stromkabel. Das ist im Grunde schon alles. Das Ganze läuft dann hier einmal komplett durch den Van und das sind Teile aus ASA-Kunststoff. Die sind UV- und hitzebeständig. Und die halten das Ganze, die sind extra für dieses Display gedruckt worden. Und ja, letztendlich kommt hier noch eine Oberfläche, so eine Abdeckung drüber, dass hier auch nichts dran kommt.
Mein Display ist tatsächlich nicht die ganze Zeit an, denn wir befinden uns gerade in dem Modus Campen, wie man hier oben sehen kann. Das Display ist die ganze Zeit aktiv, wenn wir im Campen-Modus sind, wenn wir im Fahren, Parken oder Schlafen-Modus sind, ist das Display natürlich aus. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Parkmodus, Display aus. Das Display wird eingeschaltet, indem ich diesen Schalter hier drücke. Dieser Schalter aktiviert einfach das Profil Campen. Und dadurch geht hier Licht an, die Wasserpumpe wird eingeschaltet und entsprechend geht auch das Display an. Wird tatsächlich auf Software-Ebene ausgeschaltet einfach. Einmal drücken, Campen-Modus, festhalten, Park-Modus. Das ist ein DC-DC-Netzteil, was die Bordspannung auf glatte 12 Volt runterregelt, um die LED-Streifen hier vernünftig betreiben zu können. Sicherungsblock. Hier sehe ich eine Relaisplatine. Das hier, da unten drunter sehe ich das Raspberry Pi zum Teil in einem Kühlkörper. Hier sehe ich die PWM-Steuerung für die Servos. Genau, richtig. Hier haben wir die Servosteuerung. Mit PWM lässt sich natürlich auch Licht steuern. Das sind diese Kabel hier. Das benutze ich dann halt für Deckenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung und Einstiegsbeleuchtung. Hier drunter sind MOSFETs eingebaut, 5 Stück. Damit kann man ein bisschen höhere Lasten steuern. Das ist genau das, was ich hier für die Lichtsteuerung verwende. Gleichzeitig habe ich hier eine kleine I2C Unterverteilung drin. Das heißt, von hier gehen alle Kabel aus und eins geht zum Raspberry. Und auch gleichzeitig eine USB-Stromverteilung. Hier drunter haben wir nochmal ein 5 Volt Regelnetzteil. Das ist einfach nur der Strom für den Raspberry. Wie du an diesen ganzen bunten Kabel da sehen kannst, hängen da sehr viele Sachen an den GPIOs des Raspberry. Unter anderem dieses Relaisboard. Das Relaisboard wird einzeln angesteuert. Okay, also das steuerst du tatsächlich über die GPIOs. Genau so ist es. Okay, das ist ja bei uns, ist es ja über den MCP-Baustein, der auch über den I2C mitläuft. Wir haben hier einen Gyroskop, das heißt, das ist der MPU 6050, ja. Genau. Und da drunter sitzt jetzt noch der Active Wechselrichter, dein FI, die Sicherung dafür und ein Verteiler. Was ich sehr interessant fand, ist, du hast den Active Wechselrichter mit eingebunden. Den Wechselrichter konnte ich jetzt nur einbinden über eine kleine Platine, wo sich einfach nur 3 Optokoppler drauf befinden, um bestimmte Verbindungen einfach nur zu brücken quasi. Hier ist 12 Verbindung und man muss die Pins da einfach nur verbinden, damit das Ding angeht. 2 weitere Pins, damit es vom Echo zum anderen Modus wechselt. Und tatsächlich gibt es noch eine Ader, die einem den Zustand liefert. Fehlermeldungen, Auslastung und sowas. Das befindet sich alles auf meinem GitHub-Repo, wo sich dieser Konnektor befindet und den kann sich gerne jeder runterladen. Das war eins der ersten Hacks quasi. Eins der ersten Geräte, die ich hier angebunden habe, und da habe ich quasi ein kleines Gerät zwischengeklemmt zwischen diesem Bedienteil und der Heizung und habe dann die ganze Zeit mitgelauscht, was da so drauf passiert auf dem Kabel. Und das habe ich dann nachgebaut. Und nun haben wir die Steuerung von der Autotherm. Also es benutzt Standardschnittstellen, die in der Heimautomatisierung so üblich sind. Und es versteht halt die Geräte, die man im Van verbaut, und veröffentlicht sie quasi so auf diesem Wege. Ja, damit kommen sehr viele Programme klar. Ja, ganz ehrlich, das hätte eine Menge Kabellage erspart. Die ganzen Sensoren, die man da verbaut hat und so. Ja, das ist bei euch ja alles so praktisch alles auf einem Board, ne? Meine Schnittstelle macht im Grunde, es spricht diese ganzen Sensoren und Geräte an, die auf dem Board von euch drauf sind, aber auch Geräte, die man so im Handel halt bekommt, ne?
sei es jetzt diese Autothermheizung, sei es ein Wechselrichter von Active, dieser berühmte Laderegler von Votronic, dieses 30 Ampere Ladegerät. Auch das lässt sich super easy auslesen und dann über diese Software dann in Home Assistant einschleusen. Also ihr braucht im Grunde nur diesen Raspberry. Ihr ladet euch diese Software runter und wenn der Raspberry mit dem Board von PKWay verbunden ist, müsst ihr nur die entsprechende Config-Datei umbenennen und da kann das ganze Ding sofort arbeiten. Ich habe gerade eine Batterie von Active drin mit 172 Ampere-Stunden. Die reicht dicke aus eigentlich. Aktuell baue ich an einem neuen System, wo auch ein JBD BMS dranhängt und das natürlich auch über die Software ausgelesen werden kann. Die Solarleistung sollten 350 Watt sein und das Ganze läuft auch über den Active CSI Solarregler und der ist tatsächlich auch eingebunden. Also Solarertrag, landet alles im Home Assistant. Ich habe 4 Hauptszenen. Das wären einmal Schlafen, Parken, Fahren und Campen. Sobald ich den Schlüssel umdrehe, merkt das System, dieser Konnektor, dass das Auto läuft, dass der Motor läuft und schaltet entsprechend die Szene um, verriegelt die Schubladen, schaltet die Dashcam ein, schaltet das Licht hinten aus. Also eins meiner Lieblingsfeatures ist wirklich die Schubladenverriegelung, die auch tatsächlich auf das Auto reagiert. Das heißt, sobald ich den Motor einschalte, verriegeln sich bei mir die Schubladen an der Küche und genauso der Kühlschrank, sodass da einfach nichts rausfliegt und man jederzeit losfahren kann. Und das Display im Auto, womit sich alles steuern lässt, die App, mit der ich aus der Ferne die Heizung einschalten kann. Genau, da ist ein LTE-Router verbaut und somit ist diese ganze Home Assistant-Geschichte auch auf dem Handy verfügbar und also wandern gehen und von der Ferne aus Heizung einstellen, funktioniert super gut. Nee, tatsächlich habe ich ein Kabel angezapft, was an der Stelle, wo sonst das Radio sitzt, aus dem Dash rauskommt. Und ja, das war super easy, sich da dran zu verbinden und über den Raspberry die Verbindung zu dem CAN-Bus aufzubauen. Ja, tatsächlich ist das auch so ein bisschen Reverse Engineering, weil diese Daten halt nicht frei verfügbar sind. Aber wir haben aktuell die komplette Lenkradfernbedienung, das Bedienfeld unter dem Display, Motordrehzahl, den Status der Türen, Licht. Also im Grunde alles, womit ich mich schon mal beschäftigt habe. Die Verbindung einfach direkt ins Internet und von außen kann direkt auf diesen Router zugegriffen werden durch eine öffentliche IP. Dadurch lässt sich das Ding von überall halt steuern. Du kannst hier jetzt auch deine komplette Lautstärke steuern, deine Musik mitsteuern und hast hier alles an deinem Fahrzeug. Und hier wird ähnlich wie bei uns über die IoT-Bridge unterschieden, ob du lokal bist oder ob du remote bist. Genau, das ist so eine Standardfunktion vom Home Assistant. Das System bzw. diese App erkennt einfach, ob du in dem entsprechenden WLAN drin bist, was du als dein Heim-WLAN definierst. Und ja, dann verbindet sich das Ganze lokal oder halt, wenn du unterwegs bist, einfach über deine externe Adresse. Hast du GPS an Bord? Ich habe tatsächlich kein dediziertes GPS an Bord. Ich benutze, wenn ich unterwegs bin, das GPS von meinem Tablet. Das Fahrzeug selber hat aber einen GPS-Sensor verbaut, der aktuell von keinem Gerät verwendet wird, außer wohl von meinem Raspberry. Und wie kommst du an die Daten heran? Per CAN-Bus. Tatsächlich einfach per CAN-Bus. Und hier sehen wir jetzt gleich auch den Standort, wo wir uns befinden.
wo wir uns und Robert befinden und das Auto. Ich habe mir einfach hier ein Tablet verbaut. Es ist tatsächlich kein iPad, es ist ein Android-Tablet mit Google Maps und allem möglichen drauf. Und natürlich läuft der Home Assistant hier auch drauf, also beziehungsweise die Oberfläche. Ich bin hier quasi auf dem Raspberry und kann hier diverse Dinge auch ein- und ausschalten. Zum Beispiel hier die Dashcam. Das Ganze passiert natürlich automatisch. Wenn ich hier den Schlüssel drehe und das Auto sich einschaltet, dann geht das alles automatisch. Ansonsten die gleiche Oberfläche, die man auf dem Handy hat, die gleiche Oberfläche, wie man auf dem Display oben sieht. Das Tablet ist eingewählt in das WLAN von deinem LTE-Router und ist damit mit dem Home Assistant Raspberry Pi verbunden. Genau, richtig. Die stehen per Netzwerk miteinander in Verbindung. Und das Tablet lässt sich tatsächlich sogar auch einfach abnehmen und CAN-Verbindung ist tatsächlich sehr simpel. Das ist ein Adapter, der per USB läuft und auf der anderen Seite sich einfach mit einem Kabel zum CAN-Bus verbindet. Und auf Linux-Ebene ist es dann tatsächlich ein ganz normales Interface, ein CAN-Interface, was man dann beliebig benutzen kann. Also sehr, sehr simpel eigentlich gemacht. Das war die Vorstellung von Robert seinem Auto. Nicht nur ein sehr komplexes Ausbauprojekt mit viel Aluminium und Bambus, sondern auch vor allem ein sehr interessanten Softwareprojekt. Home Assistant in einem Fahrzeug. Ich hatte selber noch nicht viel Erfahrung mit Home Assistant. Es gibt aber, ich weiß, dass es ein unglaublich riesiges Projekt ist und ich finde es sehr interessant, dass es jetzt Leute gibt, die das Ganze sehr cool in einem mobilen Zuhause umgesetzt haben und das Ganze auch noch mit unserer Hardware jetzt kompatibel machen. Da auf alle Fälle vielen Dank, Robert, dass du dir auch unsere Hardware da nochmal geschnappt hast und das in deinen Connector, der zwischen Hardware und Home Assistant vermittelt, eingebaut hast. Ich verlinke alles zu Robert unten in der Videobeschreibung. Ihr findet dort das GitHub. Ihr dürft ihm Fragen stellen. Und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir produzieren in nächster Zeit wieder mehr Videos. Auf diesem Kanal kommen mehr Videos. Wir würden uns freuen, wenn ihr auf Abonnieren drückt und vielleicht die Glocke dort anmacht. Dann erfahrt ihr auch alles Neueres zu dem ganzen VenPi und dem ganzen Kosmos von uns. Es gibt noch eine Kurzfassung für die Leute, die nicht so ganz technisch affin unterwegs sind und diese ganzen Details gar nicht so interessiert zu dem Video. Verlinken wir auf unserem PKW-Hauptkanal hier nochmal. Und ansonsten einen schönen Abend, Tag, Mittag, wann auch immer ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.